Komm auf die dunkle Seite der Macht. Ich wurde ja ein paar Mal gefragt, ob die Chinesen eigentlich auch normale Kastenwagen können. Können sie. Würde ich auch sagen. Können sie. Auf jeden Fall. Auch noch ziemlich stylisch. Das ist irgendwie so ein Mix aus Star Wars und schottischem Landadel. Du meinst hier wegen dem Dekor? Ja, natürlich. Ja, okay. Ja. Oder? Kann man machen. Interessante Lichtgestaltung. Gefällt mir ganz gut. Samt auch noch. Ja, aber was schön ist halt, das Auto sieht sehr gemütlich aus, ne? Wenn man sich jetzt hier mal so reinsetzt und hier ein bisschen fühlt, ne? Dann ist der ganze Fahrzeughimmel und so, das ist hier alles in Samtstoff. Ist es Samt? Ja, doch so eine Fühlt Art. sich so ein bisschen Jeans-mäßig an, ne? Weiß nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal kein Filz, was ich ganz charmant finde. Ja. Wobei, guck mal, da ist es samtig, ne? Die Decke ist ein anderer Bezug. Ja. Da ist es halt irgendwie so ein bisschen samtig, ne? Aber was ganz spannend ist, ich finde auch, das ganze Konzept sieht hier ja, so ein bisschen aus wie ein Fahrzeug, was du halt auch im täglichen Gebrauch nutzen kannst und halt auch sehr, sehr wie so ein Expeditionsfahrzeug, weil das hier halt einfach mit so Aluprofilen ist, ne? Und wir schauen hier mal raus. Dann hier am Eingangsbereich ist nämlich auch gleich die Küchenzeile. Oh, okay. Das ist der beste Platz hier, würde ich sagen. Kommst dann alles ran? Ja, geht die Tür auch in die andere Richtung auf? Nein. Okay. Nur in die Richtung. Okay, Hier ist aber nur das ist jetzt nicht so praktisch, Nee, ne? das ist nicht so praktisch, aber nur hier ist der Griff. Ja, dann, weißt du, da haben sie es dann halt irgendwie, aber zumindest mit dem gleichen Stoff bezogen, aber das ist jetzt gefühlt nicht ganz so praktisch. Der Tisch, der kann außen am Auto befestigt werden. Ja. Und dann kannst du draußen, hast du einen schönen Tisch und hast einen Tischgrill. Ja. Ja, also so wie, als wenn ihr beim Koreaner essen geht und Ja. da so einen Tischgrill in der Mitte habt. Ja. Ist in Asien übrigens eine sehr beliebte Sache. Also ich kann diesen Kocher hier, also diese Fläche hier, das ist halt echt sehr, sehr spannend, ne? So, jetzt mache ich das erstmal wieder rein, damit das erstmal hübsch aussieht. So, und dann habe ich hier jetzt theoretisch mein Kochfeld, wobei sie hat es jetzt falsch rum angeordnet, deswegen geht das so schwer rein. Der Kocher war nämlich hier. Ist ja auch egal. Also, ich habe hier einen Gaskocher mit Kartusche. Guckt es euch an, ne? Der sieht sowieso ganz schön aus. Die Kartusche kann ich hier unten reinklipseln. Das Der ist wird so dann eine- angesteckert. Das ist so eine Dose nur, ne? Das ist so eine Dose. Und Ja. diese Dose, wir haben auf unserem kleinen Campingtrip so eine Dose. Eigentlich war ich nie ein Fan von so einem Dosenkocher, weil wir haben mit unserem ersten gekauften Kocher auch solche Dosen gehabt und haben damit gefühlt 4-5 Tage kochen können, dann war das Ding alle. Mhm. Wir haben jetzt auf unserem kleinen Japan-Trip auch so einen Kocher gehabt und mit diesem kleinen Kocher hat das Ding richtig lange gedauert. Also man konnte richtig lange mit kochen. So, und jetzt kommt das Highlight. Ne? Ich kann hier dieses Brettchen wegnehmen. Ich kann diesen Kocher hier in dieses Feld setzen. Und, wie wir schon gesagt haben, in China ist halt Kochen ein Event. Dieses Brettchen stört mich jetzt. Deswegen packe ich es hier wieder hin. Und ich kann damit hier wieder eine schöne homogene Fläche erzeugen. Und dann kann ich hier richtig anfangen und hier ein Event machen. Wir kochen jetzt lecker hier im Wok. Haben hier unser unterschiedliches Gemüse, das halten wir da rein, während es kocht. Ne? Also es ist so ein Hotpot-Style. Das würde ich auf keinen Fall im Auto machen wollen. Bist du wahnsinnig? Das muss alles raus, das Zeug. Findest du? Na, aber ich find's cool, dass es so modular ist. Und man kann sich das genauso hindengeln, wie man das möchte. Ja, voll nach geil. draußen, nach drinnen, hier vorne im Küchenbereich oder hier, wo wir sitzen. Das ist schon eine coole Sache. Ja. Gut, das Teeding. Das haben wir noch nicht verstanden, weil Nee. uns das auch keiner erklärt hat. Die haben nur gesagt, kommen Sie und trinken Sie Tee. Ja. Also Ich habe wirklich hier aber übersetzt. auf jeden Fall einen Ablauf. Ah. Gucke, ne? Ja, ja. Also das ist hier, da theoretisch hängt hier wahrscheinlich entweder die Kaffeemaschine oder der Kocher. Okay. Also auf jeden Kommt Fall. das dann hat sie- daneben das Waschbecken jetzt? Das wird Passt hier das dann besser? reingesteckert, genau. Das muss nämlich hierher und dann passt das wahrscheinlich auch besser. Genau. Mhm. Und dann kommt der Kocher daneben. Und dann passt das auch alles wieder. Ist ja Dann hat das auch witzig. wieder Hand und Fuß, du. Witzig. Naja, und hier, ne, diese Brettchen hat sie gesagt, ja, das ist noch so zum Schnibbeln. Ja, kann man machen. Ich finde es ein bisschen Platzverschwendung hier für die Schublade, aber gut. Schick. Ja.
Cool. Dann habe ich hier Schiebefenster, was ja auch immer während der Fahrt zumindest ganz praktisch ist. Ne? Ja. Ich kann das aufmachen und das hat schon integrierten Mückenschutz. Ja, das ist schon fest drin. Aber so kann ich auch während der Fahrt mal lüften. Das ist cool. Gefällt mir auch gut. Allerdings, was hier fehlt, ist eine Verdunklung, ne? Ja, stimmt. Wenn ich jetzt hier das schlafen Ding jetzt hier will, nicht so dunkel. Entweder die haben jetzt hier auch irgendwo noch ihre Magnetmatten, um das zuzumachen oder so. Aber ja, das fehlt mir auf jeden Fall. Und was natürlich bei der Küche auch fehlt, ist jetzt Platz, um hier noch was zu verstauen. Ich habe hier unter der Spüle nochmal ein großes Fach, aber ich vermute mal fast, das müssen wir mal gucken, aber ich vermute, das ist eher für Kanister, dass du hier 2 Kanister reinpackst. Für Wasser. Für Wasser. Ja. Genau. Entsprechend fehlt mir dann hier im Küchenbereich halt auch Platz, um normal. Ich glaube, es ist eher auch so ein Wochenendcamper. Ich will mal raus, ich will grillen, ich sitze draußen. Will ja auch eine Nacht pennen und mach das gar nicht so kompliziert, füll meine Wassertanks auf und los geht. Genau. Und ich kann mit meiner kleinen Familie fahren, denn das ist hier auch wieder eine Schlafsitzbank. Ne? Ja. Auch die kann ich wieder hier umbauen zu einem Bett. Also wenn ich das alles so nach vorne rutsche, das müssen wir mal gucken hier. Der kommt nach vorne, jetzt muss ich hier aufpassen mit dem Blümchen und so. Und dann kann ich das ganze Teil hier halt entsprechend auch nochmal umklappen. Und hier hinter, wenn du hier hinter guckst, dann hast du hier hinter halt nochmal die weitere Fläche, die Verlängerung des Bettes. Ne? Ja. Sehen wir gleich von hinten ganz gut. Und hier oben hast du halt auch nochmal ein Bett. Ich habe ja gesagt, was mir gefällt, ist dieses Minimalistische. Ne? Und deswegen mag ich auch diese Taschen hier total gerne. Super minimalistisch. Sehr, sehr leicht und ich finde es auch praktisch, weil du kannst jetzt sagen, ich packe meine Tasche zu Hause in der Wohnung, ich packe da alles rein und wenn ich auf meinen Trip gehe, dann nehme ich meine Tasche, hänge die hier oben an und los geht das. Und wenn ich jetzt alleine losfahre, brauche ich ja nur eine Tasche. Wenn ich mit euch losfahre, 2. Tasche, 3. Tasche, 4. Tasche, ja, ist klar. kann ich das Ding hier vollhauen mit Taschen. Und so bin ich sehr, sehr individuell. Und wenn du theoretisch noch mehr davon haben willst, also noch mehr Platz, dann hast du hier überall diese Airline-Schienen noch und du kannst hier noch mehr Taschen reinballern. Das stimmt. Also das ganze Auto kannst du theoretisch voll mit diesen Taschen hier hängen. Und wie Platz gesagt, ich finde es echt praktisch mit den Taschen. Ja. Aber vielleicht sage ich das jetzt auch so, weil ich noch nie so ein Camperfahrzeug hatte mit den Taschen. Weiß gar nicht, ob es jetzt blöder ist oder genauso gut ist wie bei einem Fach, wenn ich jetzt hier meine T-Shirts und Hosen drin habe. Ich glaube, das ist Lade. Das ist Lade, ne? Ja, ich glaube, das ist Lade. Okay. Also was ein bisschen blöd ist, ist halt, die sind halt schwarz, dunkel und vielleicht musst du alles durchwühlen, um irgendwas Bestimmtes zu suchen, aber ich finde so vom Platz her ist das mehr als ausreichend. Jeder kriegt so eine Tasche, das ist ausreichend, auch für längere Trips. Wir waschen in der Regel alle 7 bis 10 Tage einmal unsere Wäsche und dann reicht das eigentlich schon aus. Ja. Was ich gerade merke, was mir nicht so gut gefallen würde, wäre die Stehhöhe. Also ich kann hier nicht stehen. Ich kann hier... Hast du gerade das Licht ausgemacht? Ja, das Licht ausgemacht. Oh hier, also ich bin 1,76 groß, ein bisschen mehr Stehhöhe würde ich mir wünschen. Das würde um einiges komfortabler sein. Ja. Nee, das stimmt, aber... Sind da jetzt Backen eingebaut oder weil es ja ein Querbett ist, ne? Das müssen wir gleich mal von außen gucken. Ich glaube, es sind keine Backen angebaut, sondern ich glaube, sie haben jetzt hier theoretisch keine Dämmung hinter, sondern haben hier diese Wölbung von den Holmen genommen und sie einfach verkleidet. Ah ja, okay. Ja, also ich denke mal, hier ist nichts gedämmt, sondern die haben jetzt hier das einfach rübergezogen. Aber es wirkt halt, du fühlst jetzt hier keine Löcher hinter. Ja. Ich weiß nicht, was es für ein Stoff ist, aber es fühlt sich geil an. Also es ist cool. Ja, und das ist ja auch die Frage, ne? Ich meine, wie viel bringt dann am Ende die Dämmung, die denn da fehlt? Ne? Das wäre mal spannend zu wissen. Oder ist ein Schönwettercamper. Oder ist ein Schönwettercamper. Hier hinten hast du übrigens auch nochmal Steckdose und USB, ne? Und du hast hier, was mir persönlich sehr gut gefällt, deswegen, du hast es gerade gesagt, ich habe von hinten das Licht ausgemacht. Ich habe hier nochmal die komplette Schlafzentrale, also ein Schalter für alles, ne? Ich kann das Licht komplett ausmachen, ich kann halt nur so ein kleines Licht hier anmachen, also hier indirekt. Siehst du das? Guck mal, ich kann hier nur unten indirekt anmachen.
Ich kann das ganze Lichtkonzept anmachen. Also das gefällt mir sehr, sehr gut, dass ich hier den Schalter für alles habe, weil du ja natürlich, wenn du dann pennst, auch keinen Bock hast, da hinten irgendwie jetzt nochmal das Licht an oder auszumachen. Das stimmt allerdings, ja. Lass mal nach hinten gucken. Ich bin gespannt, wie der Kofferraum aussieht. Na dann. Okay, also das gefällt mir sehr, sehr gut. Ne? Für alle, die dieses Fahrzeug auch anderweitig benutzen wollen und müssen und die Möglichkeit brauchen, viele Dinge zu transportieren, auch größere, sperrige Gegenstände. Hier hast du richtig viel Platz, hier kriegst du ordentlich was unter, ne? Das stimmt. Ja. Und es erinnert mich sehr an so Individualausbau, weil du hier einfach nur diese gefüllten Siebdruckplatten hast, ne? Hier hast du... Hält der oben nicht? Ja, der wird runtergedrückt durch die Tasche, ne? So, aber hier hast du Öffnung, nochmal, um halt an die ganze Technik ranzukommen, was halt auch sehr, sehr gut ist, ne? Kommst überall ran, wobei es sieht jetzt nicht so ordentlich aus, ne? Aber geht. Geht. Ja. Hier hast du nochmal 2 Steckdosen. Und hierhinter befindet sich der Tank und dann hast du hier den Einfüllstutzen für Wasser. Also müssen wir theoretisch da kein Wasser unten runterpacken, sondern da kann dann irgendwas anderes hin, ne? Ja. Wenn hier jetzt wenn da der Wasserkanister verbaut ist. Genau. Das ist richtig fest. Revi, was ist das hier? Haltepunkte? Für den Ersatzreifen, um den unten loszuschrauben. Ja, okay. Genau, aber Haltepunkte, ja, guck mal, du hast hier auch nochmal die Airline-Schienen, also um die Möglichkeit, irgendwas zu verzerren. Hier drunter ist die Standheizung verbaut. Also, ja, ist doch ein ganz schlüssiges Konzept, oder? Ist mal ganz spannend. Hier haben sie noch ein bisschen die Türen. Ja, so ein paar kleine Fächer, ne? Wenn du hinten irgendwie bist. Ja. Wobei. Keine Fenster nach hinten? Nee, also da hätte mir jetzt aber ein bisschen besser gefallen. Natürlich ist auch immer eine Frage mit Regen und du machst das auf und so. Wie ist das denn? Diese Lösung, wie die hier die Fensterfläche geschlossen haben, finde ich nicht ganz so schön. Ne? Also, das ist optimierungsbedürftig. Aber was ich sehr schön finde, sind diese Inlays, die hier im Metall drin sind. Ne? Ja. Also, wenn du da nochmal was verstauen willst. Ja, schön. Zeig doch nochmal das Auto von ganz, von allem. So, komm mal her. Guck mal, keine Backen. Nee. Das ist genau, wie ich gesagt habe, ne? Einfach den Platz zwischen den Holmen genutzt. Genau, sie haben es einfach so gelassen. Ja, mal spannendes Konzept, was ich so in China bisher noch nicht gesehen habe. Sieht ja auch eher fast aus wie ein Selbstausbau, allerdings ein sehr gelungener. Mit dem Regent A6 zeigen die Chinesen, dass sie das nämlich auch drauf haben. Camperkonzepte im Kastenwagen. Gebaut auf einem Ford Transit T8 mit 2,3 Liter Diesel, 174 PS und 8-Gang Automatik. Ja, das Highlight bei dem Auto sind auf jeden Fall die kompakten Maße und ein richtig guter und cleverer Innenraum mit einem Querbett, 50 Liter Kühlschrank und einer modularen Küche. Finde ich absolut genial. Die kannst du so auch draußen nutzen, den Kocher überall hinstellen. Ja, und das Ganze startet in China bei rund 46.500 €. Also Camper-Feeling zu dem Preis, bei dem man bei uns gerade mal den Kastenwagen dafür kriegen würde. Die Antwort ist ja. Was war deine Frage? Ob wir jetzt uns ein fettes Wellness-Hotel suchen und mal richtig entspannt Massage machen. Nein, ob die Chinesen natürlich auch Transporter bauen können, also Wohnmobile auf Transporterbasis. Ja, können sie. Hier auf Ford-Basis, hat mir gut gefallen. Die Modularküche, hinten auch den Platz, den man individuell benutzen kann. Also nicht nur für Camper, sondern auch Alltagssituationen kann ich mir sehr gut vorstellen. Schlafen für 3 Personen, top. Also für uns wäre es eigentlich genau richtig. Ja, auch mit den Taschen, ne? Mit den Airline-Schienen. Cool. Und ist ja ein bisschen auch ein Stealth-Camper, ne? Also du erkennst jetzt nicht unbedingt irgendwie, also die Farbgebung macht es jetzt ein bisschen doch schon wieder verräterisch, aber also wenn du ihn jetzt eher neutraler hast, dann kannst du das Ding auch einfach, das erkennt man nicht, dass es ein Wohnmobil ist. Ja, cooles Auto. Ja, gefällt mir sehr gut. Gefällt mir auch. Gefällt es euch auch? Schreibt in die Kommentare, wenn es euch nicht gefällt. Wenn es euch gefällt, drückt den Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare. Genau. Was gefällt euch nicht an dem Auto? In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Und Susi,
Im nächsten Video. Ihr wisst es doch. Nee, das wissen die Ihr nicht. wisst es doch. Nein, das wissen die nicht. Wirklich. Also im nächsten Video. Wellnesshotel. Nee, im nächsten Video wird es richtig spannend. Also da wird es wirklich unfassbar spannend. Bleibt dran, schaut unseren Kanal, drückt einen Daumen, schreibt die Kommentare. Tschüssi. Tschüssi. Was kostet denn der Spaß eigentlich? Also ist es dann noch ein Spaß, wenn wir den Preis kennen?